Seit jeher essen Menschen tierische Produkte. Allein 60 Kilogramm Fleisch isst jeder Deutsche im Jahr. Um diese Mengen zu produzieren, werden jährlich ca. 56 Milliarden Nutztiere getötet. Seit einigen Jahren gibt es dazu aber eine Gegenbewegung. Veganismus ist der Ernährungstrend schlechthin. Ich denke einfach, dass Fleischessen heutzutage nicht mehr notwendig ist. Im Supermarkt stapeln sich neue vegane Produkte, die immer mehr Absatz finden. Und sogar der Imbiss um die Ecke kann es sich kaum noch leisten, keine vegane Alternative anzubieten. Manche sehen das Thema eher kritisch. Man fragt sich, wenn die Natur das so einrichtet, dass sie sich so gar nicht ernähren können langfristig, ist das dann der von der Natur gewollte Weg? Für andere ist es die einzig richtige Ernährungsform. Also ich bin der Meinung, dass jeder Fleischesser sich falsch verhält und schuld ist an riesigem Leid. Laut Vegetarierbund soll es rund 8 Millionen Vegetarier und 1,3 Millionen Veganer in Deutschland geben. Tendenz steigend. Ihr seht, Veganismus ist mittlerweile echt überall. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ein Vegan-Selbstexperiment das mit Abstand meist angefragte Video von euch ist. Klar habe ich schon eine Menge über das Thema gehört, aber ich muss zugeben, ich esse Fleisch. Zwar nicht super oft, aber so ein richtig gutes Stück Fleisch schmeckt mir echt gut. Und ohne Frage, ich mag auch andere Produkte, die von Tieren stammen, wie Milch oder Eier, und esse das alles schon mein ganzes Leben lang. Aber nur weil ich das gewohnt bin, muss das ja nicht richtig sein. Deswegen werde ich mich in diesem Video mal kritisch mit meiner Ernährung auseinandersetzen und mir die vegane Lebensweise anschauen. Was sind die Gründe, vegan zu leben? Ist das wirklich gesünder und besser für die Umwelt oder doch nur ein Trend, mit dem Geld gemacht wird? Und natürlich vor allem, wie schwer ist das eigentlich, vegan zu leben? Das werde ich 30 Tage lang ausprobieren und meine Erfahrungen mit euch teilen. Jetzt stellt sich natürlich als allererstes die Frage, was bedeutet es eigentlich, vegan zu leben? Veganer essen keine tierischen Produkte. Dazu zählen neben Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten auch tierische Fette, Eier, Milch und Honig. Außerdem nutzen Veganer auch keine anderen Materialien, die von Tieren stammen, wie Leder, Wolle oder Federn. Das heißt, ich werde in den 30 Tagen keine tierischen Produkte essen oder in irgendeiner Form nutzen. Den Schwerpunkt werde ich bei dem Experiment aber schon auf die Ernährung legen. Deswegen werde ich vorher und nachher mein Blut untersuchen lassen, um zu schauen, ob sich die Ernährungsumstellung positiv oder negativ auf meine Gesundheit auswirkt. Weil das Thema echt unglaublich komplex ist, werde ich außerdem mit verschiedenen Experten, Veganern und sogar Bauern sprechen und so das Thema hoffentlich umfassend beleuchten. So, es geht los. Heute gehe ich zum ersten Mal rein vegan einkaufen und ich bin mega gespannt, ob das schwerer ist als sonst. Zunächst bin ich etwas überfordert, einfach weil ich bei vielen Produkten nicht weiß, ob da nun tierische Erzeugnisse drinstecken oder doch nicht. Bei Gemüse, Obst, Getreide und Hülsenfrüchten ist das ja ganz klar, die sind von Natur aus vegan. Einige andere Lebensmittel sind mittlerweile extra mit bestimmten Labeln wie dem V-Label vom Vegetarierbund Deutschland e.V. als vegetarisch oder vegan gekennzeichnet. Es gibt allerdings auch Produkte, bei denen man auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde, dass sie nicht vegan sind. Viele Säfte werden zum Beispiel mit Gelatine geklärt, die aus Schweineknochen oder toten Fischen besteht. Damit sind diese dann genau genommen nicht mal vegetarisch. Das gleiche bei Wein, auch der kann durch Gelatine geklärt worden sein. Bei Brot- und Backwaren muss man auch aufpassen, dafür kann der Zusatzstoff L-Cystein verwendet werden, der aus tierischen Borsten oder Federn gewonnen werden kann. Und auch Chips, die hauptsächlich aus Kartoffeln bestehen, können nicht vegan sein. Die ungarischen Chips von Funny Frisch sind zum Beispiel mit Wild aromatisiert. Für mich ist das noch ganz schön verwirrend, deswegen google ich bei jedem zweiten Produkt, ob das nun vegan ist oder doch nicht. So, ich war erfolgreich. War ehrlich gesagt gar nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Also klar, bei manchen Produkten muss man erstmal rausfinden, ob die vegan sind oder nicht. Aber ich glaube, wenn man das einmal drauf hat und einmal weiß, was man kaufen kann und was nicht, dann sollte das gar kein Problem sein. Und ich habe sogar unter anderem vegane Schokolade gefunden. Also gibt fast alles auch in vegan. Das heißt, man braucht eigentlich nicht so richtig auf was zu verzichten. Ich möchte mehr über das Thema Veganismus erfahren. Deswegen besuche ich in Köln die Veginale, eine Messe für vegane Lebenskultur. Hier präsentieren unterschiedliche Firmen die neuesten veganen Produkte. Von Süßigkeiten bis Kosmetikartikeln ist echt alles dabei. Das Geschäft mit veganen Produkten ist nämlich ziemlich attraktiv. In den 12 Monaten bis Ende Februar 2018 erreichten diese einen Umsatz von insgesamt 959,8 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 30,4% zum Vorjahr. Und der Trend ist weiterhin steigend. 13 von 109 Lebensmitteln in Deutschland sind vegan. Ich möchte von den Besuchern der Messe wissen, aus welchen Gründen sie sich für die vegane Lebensweise entschieden haben. Absolut das Leid der Tiere. Ich habe eben viele Freunde kennengelernt, eben die vegetarisch schon lebten. Habe mich dann mit der Milchindustrie und Eierindustrie ein bisschen beschäftigt.
Und was die logische Konsequenz eben vegan zu leben. Ich habe auf Netflix eine Doku gesehen und ab da wurde mir halt klar, dass der Mensch gar keine tierischen Produkte braucht und dass es eigentlich auch ungesund ist. Habe mich halt mit den umweltlichen Folgen auch auseinandergesetzt und mit der Massentierhaltung. Und für mich sind es irgendwie all diese Gründe, also ethische und umweltliche. Das eine war eine ethische Entscheidung, das andere war eine politische Entscheidung. Ja, bei der ethischen geht es also um Tierrechte, Tierschutz und bei der politischen Entscheidung eher um die Hintergründe, welche Auswirkungen hat Fleischkonsum hat und dass ich das nicht mittragen wollte. Das ist einfach das ganze Tierleid, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und ganz viele Dokus und sowas gesehen hat. Und gleichzeitig aber auch die Umwelt, die damit quasi, also die Auswirkungen auf die Umwelt, auf die eigene Gesundheit auf jeden Fall auch und auf die ganze Gerechtigkeit auf der Welt. Die Gründe für eine vegane Lebensweise lassen sich also in 3 Kategorien einordnen. Da gibt es einmal den ethischen, den ökologischen und den gesundheitlichen Aspekt. Und die möchte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Bei der Ethik geht es vor allem um das Tierwohl. Veganer möchten nicht, dass Tiere für den eigenen Konsum sterben oder leiden müssen. Um darüber mehr zu erfahren, treffe ich in Berlin Eva und Katharina von Animal Equality, einer Tierrechtsorganisation. Wir haben uns in einem veganen Donutladen verabredet. Welche ethischen Aspekte sprechen denn für dich persönlich gegen tierische Produkte? Tiere leiden, wie wir Menschen auch. Sie können Schmerz empfinden, Freude, alle möglichen Emotionen. Wenn alle Menschen so viel Fleisch essen wollen wie wir in Deutschland, sage ich mal, das kann einfach nur in Masse produziert werden. Das heißt, die Tiere werden zu Tausenden, teilweise Zehntausenden gehalten. Es sind unwürdige Bedingungen, also leben im Dreck. Ja, es ist einfach ein riesiges System an Tierqual und Tierleid, was heutzutage nicht mehr zu rechtfertigen ist, weil wir Fleisch nicht brauchen zum Überleben. Wie die Zustände in Massentierhaltungsbetrieben aussehen, zeigt das Team von Animal Equality regelmäßig in ihren Recherchen. Über 1000 Tiere isst der durchschnittliche Deutsche in seinem Leben. Die meisten davon stammen aus Betrieben der Massentierhaltung. Dafür werden jedes Jahr in Deutschland knapp 60 Millionen Schweine geschlachtet. Dazu kommen 38 Millionen Legehennen sowie über 4 Millionen Milchkühe. Schweine, Hühner und Kühe haben eins gemeinsam: sie sind eigentlich sehr soziale Wesen. Schweine sind zum Beispiel sehr neugierig und gelten als weit intelligenter als ein 3-jähriger Mensch und deutlich klüger als Hunde. Außerdem sind sie sehr reinliche Tiere, die darauf achten, sich nicht da zu entleeren, wo sie schlafen und essen. Kühe leben unter natürlichen Bedingungen in familiären Herden von 20 Tieren, mit denen sie mehrere Kilometer am Tag zurücklegen und grasen. Sie trauern über den Verlust von Artgenossen und können sogar so wie Menschen weinen. Hühner leben in Gruppen von 10 bis 20 Hennen und einem Hahn mit einer festen Hackordnung zusammen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die kognitiven Fähigkeiten von Hühnern denen von Säugetieren wie Hunden, Katzen und sogar Primaten entsprechen. In der Natur können sie bis zu 20 Jahre alt werden. In der Massentierhaltung haben die Tiere oft so wenig Platz, dass sie nicht ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen können. Dadurch kommt es zu Verhaltensstörungen. Bei Schweinen kommt es zu Schwanz- und Ohrenbeißen, bei Hühnern zu Federpicken und Kannibalismus. Als Gegenmaßnahme, damit sich die Tiere nicht gegenseitig verletzen, werden den Schweinen die Schwänze, den Hühnern die Schnäbel und den Kühen die Hörner abgeschnitten. Dazu kommt, dass die Tiere speziell so gezüchtet werden, dass sie Hochleistungen erzielen können. Natürlicherweise würde eine Kuh zum Beispiel etwa 8 Liter Milch am Tag produzieren. Heute muss sie jedoch knapp 50 Liter liefern. Das gleiche bei Hühnern. Statt natürlicherweise 40 legen diese ca. 300 Eier im Jahr. Diese Hochleistungen gehen mit körperlichen Leiden einher. Manche Mastschweine sterben vorzeitig an Herzversagen, weil sie auf das schnelle Wachstum der Muskulatur nicht ausgelegt sind. Das Leid der Tiere fängt aber schon kurz nach der Geburt an. Da männliche Hühner keine Eier legen und nicht genug Fleisch ansetzen, werden diese direkt nach dem Schlüpfen aussortiert und entweder lebendig geschreddert oder sterben an einer Kohlendioxidvergiftung. Pro Jahr sind das rund 48 Millionen allein in Deutschland. Kälber werden innerhalb weniger Stunden nach der Geburt von ihren Müttern getrennt, da die Milch der Kuh den Menschen vorbehalten sein soll. Denn Kühe geben, wie alle anderen Säugetiere auch, nur dann Milch, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen. Und damit die Milch weiterfließt, muss das regelmäßig passieren. Bereits 6 bis 8 Wochen nach der Geburt ihres Kalbes wird die Kuh erneut besamt. Sobald ihre Milchleistung nachlässt, werden Milchkühe geschlachtet. Das passiert im Durchschnitt nach 4,5 Jahren. Mastschweine werden knapp 6 Monate alt, Masthähnchen je nach Mastart 30 bis 42 Tage. In großen Schlachthöfen herrscht ein so großer Zeitdruck, dass es zu Fehlern kommen kann, manche Tiere nicht richtig betäubt werden und so qualvoll bei vollem Bewusstsein sterben. Massentierhaltung gibt
es übrigens auch in der Fischindustrie. Immer mehr Fische wie Lachse und Heringe, aber auch Muscheln stammen aus sogenannten Fischfarmen, in denen Fische häufig in ihrem eigenen Kot schwimmen, wodurch sich Parasiten und Krankheiten ausbreiten, die wiederum präventiv mit Medikamenten behandelt werden. Und auch außerhalb der Nahrungsmittelindustrie spielt Massentierhaltung eine Rolle, so auch bei der Herstellung von Fellen, Wolle und Leder. Boah, ich gucke mir gerade Dokus über Massentierhaltung an und ich muss sagen, das ist echt unfassbar unangenehm. Ich meine, das ist ja eigentlich nichts Neues, wir kennen alle diese Aufnahmen, aber wenn man Fleisch isst, dann denkt man nicht mehr dran, dass das mal ein Tier war und dass das vielleicht aus genau solchen Bedingungen kam. Wenn euch das Thema interessiert, verlinke ich euch mal die Doku Dominion in der Videobeschreibung. Die gibt es auch auf YouTube zu gucken, geht 2 Stunden lang und da sieht man eine Menge grausamer Aufnahmen. Und was glaubst du, warum essen Menschen trotzdem weiterhin Fleisch, obwohl sie solche Aufnahmen gesehen haben? Man stellt sich das dann einfach auf eine Distanz vor. Also man glaubt einfach nicht, dass es hier stattfindet. Man glaubt nicht, dass es bei uns stattfindet. Man kann sich nicht vorstellen, dass in so einem hochgradig mit Kontrollen und verschiedenen Prüfstellen und Siegeln arbeitenden Land wie Deutschland solche Zustände in einem so immensen Ausmaß überhaupt vorherrschen können, dass das vorkommen kann. Also dass Massentierhaltungsbetriebe nicht okay sind, das weiß ja mittlerweile eigentlich jeder. Aber wie ist das denn, wenn ein Tier glücklich gelebt und glücklich gestorben ist? Also ist Biofleisch eine Alternative? Es ist schwierig, weil wir führen auch Recherchen immer wieder in Betrieben durch, die Biosiegel haben, also wo gewisse Standards vorgeschrieben sind, wo es den Tieren vermeintlich besser geht, finden da aber sehr oft sehr ähnliche Zustände. Wenn man Bio in einer Masse produzieren will, für jedermann zugänglich sozusagen, dann wird es halt auch wieder eine Massenproduktion, weil die Tiere auch wieder zu Tausenden eingesperrt sind und produzieren müssen. Also diese Labels schützen nicht vor Tierqual, das ist einfach so. Und im Schlachthof sind sowieso alle Tiere gleich, egal aus welcher Haltung. Die kommen ja alle in den Schlachthof und da herrschen dieselben Bedingungen für alle, sowohl für Biotiere sozusagen, als auch für die anderen Tiere. Eins der Hauptargumente von Menschen, die tierische Produkte essen, ist, dass sie nur gute Produkte von glücklichen Tieren kaufen. Die Zahlen sagen da aber etwas anderes. Bioprodukte machen lediglich 5,1% des gesamten Lebensmittelumsatzes in Deutschland aus. Bei Fleisch ist der Bioanteil sogar noch geringer, da sind es gerade einmal 1,8%. Trotzdem möchte ich mir mal anschauen, wie dieses gute Fleisch hergestellt wird und besuche den Stautenhof, einen Biohof, bei dem der ganze Kreislauf der Fleisch- und Wurstproduktion direkt auf dem Hof stattfindet. Das heißt, vom Futteranbau über die Aufzucht und Schlachtung der Tiere, weiter über die Verarbeitung bis zum Verkauf der fertigen Produkte passiert alles vor Ort. Aber hast du so Mitleid mit den Tieren? Also bei den Mastschweinen hat man nicht so einen engen Draht, weil die sind dann halt nur 8 Monate da. Und dann hat man auch nicht die enge Verbindung. Aber jetzt mit den Zuchtsauen, die sind ja 6, 7, teilweise 8, 9 Jahre bei uns. Ja. Und da fällt mir das schon echt schwer. Da muss ich schon sagen, die haben ja alle einen Namen und man kennt sie schon so lange und die haben auch viel für uns getan. Das muss man ja auch sagen. Die haben viele Ferkel großgezogen und dann tut einem das schon leid. Ja. Also ich habe die ganze Zeit lang auch gar kein Fleisch gegessen und jetzt kann ich halt wieder unser Fleisch essen. Und ich denke, weil wir das Tier das ganze Leben lang mit Respekt behandeln. Wir versuchen uns sorgsam aufzuziehen. Im Maststall wird nicht aggressiv mit den Tieren umgegangen und vor allem auch die Schlachtung. Da ist immer ein Respekt vor dem Tier dabei. Und wir tun halt alles, um dass es denen gut geht und deswegen denke ich, ist es okay. Die Bauern, die hier am Stautenhof die jeweiligen Tiere aufziehen, sind auch für deren Tod verantwortlich. Ich bekomme Stiefel und Schürze und darf beim Schlachten zuschauen. Du meinst nicht, dass jeder, der Fleisch isst, mal ein Tier getötet haben sollte? Also ich finde, jeder, der Fleisch isst, muss wissen, dass das ein Tier hintersteht, dass es gelebt hat. Und wer sich negativ über das Schlachten äußert, ich könnte nie ein Tier töten, ne? Der sollte vielleicht ganz aufs Fleischessen verzichten. Ne? Ja. Weil ich kann gut verstehen, wenn jemand aufs Fleischessen verzichtet. Also so völlig kritiklos alles zu essen, nur weil es anonym ist, finde ich ganz schlimm. Ne? Das tut jetzt direkt aus und wie geht's dann weiter? Also das Tier ist jetzt tot schon, das lebt schon nicht mehr. Und von da aus wandern die weiter in die Enthaarungsmaschine, da werden die von den Borsten entfernt. Und ab hier, dort werden die praktisch nochmal sauber gemacht, nochmal abgeflemmt, damit die letzten Bakterien abgetötet werden. Und dann übernimmt unser Metzger die Tiere. Ne?
Die bessere Haltung und die Produktion in kleineren Mengen haben aber auch ihren Preis. Das Fleisch hier kostet ungefähr das Doppelte bis 5-fache vom Supermarktpreis. Gerade wenn in Supermärkten Angebote gemacht werden, das sind Preise, die sind jenseits der Schmerzgrenze, da verdient keiner mehr Geld dran. Das ist teilweise noch unter Einkaufspreis mehr oder weniger, was sie da anbieten. Nur damit die Kunden locken. Ne? Und du kannst auch für 1,50 Hähnchenschenkel pro Kilo, du kannst dafür kein Fleisch produzieren, das ist nicht möglich. Auf gar keinen Fall artgerecht für so Preise, da geht nur über Massentierhaltung, geringe Personalkosten, geringe Kosten für die Unterbringung der Tiere. Das heißt, da werden ganz viele Tiere auf ganz kleinem Raum gehalten. Hier, die Tierhaltung ist sehr arbeitsintensiv. Ne? Du musst die Ställe immer ausmisten und die Fütterung geht bei den Sauen immer von Hand zum Beispiel. Und dadurch entstehen natürlich in erster Linie die wesentlich höheren Kosten als bei der Massentierhaltung. Ne? Und deswegen wird halt so viel Fleisch auch gegessen, weil es so günstig ist. Ne? Du lebst ja quasi von der Fleischproduktion. Was hältst du denn davon, wenn Leute kein Fleisch mehr essen, also Vegetarismus oder Veganismus? Ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand vegetarisch lebt. Ich glaube, dass der vegane Trend nicht lange Bestand hat, ne, vegan zu leben, ne? Weil das erstmal im Alltag schwierig ist, aber auch in der Landwirtschaft ist das schwierig, auf Tiere generell zu verzichten. Auf einem Biobetrieb gehört irgendwo Kleegras mit in der Fruchtfolge, also eine vielseitige Fruchtfolge. Wenn man eine sehr vielseitige Fruchtfolge hat, ist das auch sinnvoll, Tiere zu halten. Ne? Wäre das schlecht für den Hof, da keine Tiere zu haben? Oder wie ist das? Es gibt auch Biobetriebe, die ganz auf Tiere verzichten, aber insgesamt ist eine gute Fruchtfolge oder auch Leguminosen anzubauen und Kleegras anzubauen. Dafür ist es auch sinnvoll, dass dann auch Tiere gehalten werden. Also vegetarische Lebensweise ist auf jeden Fall eine gute Alternative zur industriellen Lebensmittelerzeugung. Aber Veganismus ist dann schon schwieriger. Ja, das denke ich schon. Eine Frage habe ich zum Thema vegane Ernährung besonders oft gehört. Ist das nicht viel teurer, sich vegan zu ernähren? Das habe ich zum Anlass genommen, das Ganze mal zu untersuchen und habe handelsübliche tierische Produkte und deren pflanzlichen Alternativen gekauft und die Preise verglichen. Markenkuhmilch kostet rund 99 Cent pro Liter. Pflanzliche Alternativen dazu gibt es eine Menge. Diese kosten 1,45 € bis 2,79 €. Dazu muss man allerdings sagen, dass Kuhmilch als Grundnahrungsmittel gilt und deswegen mit 7% Mehrwertsteuer besteuert wird. Pflanzenmilch nicht, deswegen sind da 19% Mehrwertsteuer im Kaufpreis enthalten. Joghurt aus Kuhmilch gibt es für 1,09 €, Joghurt aus Soja für 1,59 € je 500 Gramm. Käse kostet rund 1,10 € pro 100 Gramm, die pflanzliche Alternative kommt auf 1,99 €. Noch stärker ist der Preisunterschied beim Frischkäse. 100 Gramm Kräuterfrischkäse kosten 58 Cent, das Ersatzprodukt dazu 1,99 €. Bei der Butter ist es andersrum. Hier ist die normale mit 91 Cent fast dreimal so teuer wie die vegane mit 34 Cent pro 100 Gramm. Auch Wurst gibt es in vegan. 100 Gramm Rostbratwurst kosten 76 Cent. Die vegane Variante aus Soja mit 1,66 € fast das Doppelte. Anders bei Leberwurst. Hier ist der Preis für beide Varianten identisch, 1,50 €. Bei Wurstaufschnitt unterscheiden sich die Preise auch nicht so stark. Mortadella kostet normal rund 1,24 € je 100 Gramm, der vergleichbare vegane Schinkenspicker 1,60 €. Wie wir sehen, sind Ersatzprodukte tendenziell etwas teurer. Wenn man alle gezeigten Produkte addiert, kommt man bei den tierischen Produkten auf einen Warenkorb von 8,45 €. Der vergleichbare pflanzliche Warenkorb kostet 12,46 €, also ganze 4 € mehr. Dazu muss man allerdings sagen, dass vegane Produkte oft teurer als omnivore sind, da die Nachfrage und damit die Produktionsmengen geringer sind. Und den super geringen Preis von manchen tierischen Produkten sollte man vielleicht auch hinterfragen. Außerdem sollten verarbeitete Lebensmittel ohnehin keine große Rolle in der täglichen Ernährung spielen, sondern eher Genussmittel sein. Obst, Gemüse und Getreide sind ja von Natur aus vegan und damit lassen sich auch super günstige Mahlzeiten zubereiten. Und wenn man dann das Fleisch einfach weglässt, dann wird das sogar günstiger als die omnivore Mahlzeit. Dass eine vegane Ernährung grundsätzlich teurer ist, kann man so also nicht sagen. Wenn man Lebensmittel tierischen Ursprungs 1:1 mit pflanzlichen Ersatzprodukten ersetzt, dann schon. Die Grundnahrungsmittel sind aber genauso teuer, also kann eine pflanzenbasierte Kost so teuer oder günstig sein, wie du willst. Aber was bewegt
bewegt Unternehmen dazu, immer mehr Ersatzprodukte zu produzieren. Darüber möchte ich mehr erfahren und bin deswegen heute mit den beiden Chefs der Rügenwalder Mühle verabredet. Die haben nämlich zu einer Diskussionsrunde mit Journalisten und Bloggern eingeladen, um über das Thema Ersatzprodukte zu sprechen. Die Rügenwalder Mühle war ursprünglich ein reiner Fleischwarenhersteller, hat aber erkannt, dass es in Zukunft Alternativen zu Fleischprodukten braucht und einige Fleischersatzprodukte entwickelt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen bereits 30% seines Umsatzes mit vegetarischen Lebensmitteln erzielt. In Berlin haben die beiden Geschäftsführer zu einer Diskussionsrunde geladen, um sich der Kritik von Veganern und Fleischessern zu stellen und über die Ernährung der Zukunft zu sprechen. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass die Rügenwalder Mühle irgendwann nur noch vegane Produkte herstellt? Also auf lange Sicht wollen wir da heute noch keine Prognose machen. Wir kommen aus einer Historie und diese Historie ist eben aus Fleisch- und Wurstwaren begründet. Und wenn wir diese Produkte weiterhin tätigen und fertigen, dann ist das ja auch die Nachfrage, die uns zeigt, welche Bedürfnisse die Menschen denn wirklich haben. Wir sind auch der Meinung, dass wir neben Fleisch immer mehr Produkte aus pflanzlichen Quellen heraus produzieren und verkaufen können. Aber wir wollen auch nicht das eine in den Himmel total heben und das andere in die Erde hauen. Also wir sind keine Missionare zum Thema Veganismus, sondern ich glaube, uns allen wäre geholfen, wenn 25% unserer tierischen Proteine, die wir aufnehmen, durch pflanzliche ersetzt werden. Dann kann jeder immer noch sein Steak essen, wenn er da Lust zu hat. Aber er ernährt sich schon mal 25% mehr pflanzlich. Und fürs Klima zum Beispiel bringt das wesentlich mehr, 15 bis 20 Mal mehr als diese 1 Million Elektroautos, die die Bundesregierung immer anteasert, die fürs Klima so wichtig sind. Wenn wir das hinkriegen würden, dass 25% tierische Proteine durch pflanzliche ersetzt werden, dann haben wir einen Riesenschritt getan und deswegen brauchen wir nicht alle Vegetarier oder Veganer zu werden. Ein Zuschauer von mir schrieb dazu so ein bisschen, wieso sollte ich denn als Veganer eine Firma unterstützen, deren Hauptgeschäft immer noch das Produzieren von Billigfleischprodukten ist? Gibt es da kein moralisches Dilemma? Was sagt ihr dazu? Was wäre denn unsere Chance, wenn wir es wirklich ganz konsequent durchziehen würden? Dass sich die Hardliner bei uns in der Firma durchsetzen und sagen, nur noch pflanzliche Produkte. Dann hätten wir 2/3 des Umsatzes weg und wir müssten 2/3 der Mitarbeiter nach Hause schicken. Dann mache ich es ja lieber im Wandel und sage, lass uns versuchen, den Laden umzubauen. VW schmeißt ja auch nicht alle raus, die Diesel produzieren. Die wissen, die Zukunft ist die Elektromobilität oder die Brennstoffzelle. Aber du kannst ja den Laden nur umbauen, wenn du Schritt für Schritt gehst. Ohne uns ist der Markt sehr klein gewesen. Und seitdem wir vor 5 Jahren eingetreten sind, ist auf einmal Schwung reingekommen. Ich kann aber die Idee nachvollziehen, dass er sagt, boah, aber ihr macht ja immer noch, seid dafür verantwortlich, dass Tiere sterben. Aber auch Ersatzprodukte sollte man nicht komplett unhinterfragt konsumieren. Der Stern titelte vor kurzem, für vegetarischen Wurstaufschnitt sterben mehr Tiere als für das Original und hat dabei ein ganz interessantes Rechenbeispiel gemacht. Da vegetarische Wurst zu 70% aus Eiklar besteht, braucht man für die gleiche Menge Wurst, die aus einem Schwein gewonnen wird, umgerechnet 12 Hühner. Der Artikel kommt zu dem Schluss, dass man für vegetarische Wurst also mehr Tierleben bräuchte. Auch Rügenwalder verkauft solche Wurst aus Eiklar, deswegen nutze ich die Gelegenheit und frage bei den Chefs mal nach, was sie dazu sagen. Grundsätzlich haben wir das auch gelesen, haben das auch so gesehen und wir hatten damals auch schon im Vegetarierbund darüber gesprochen. Wir haben erst gedacht, es ist doch okay, wenn man Vegetarier ist, dass man dann keine Tierprodukte hat. Aber die haben uns dann auch auf die Spur geführt, die ja nachvollziehbar ist. Die sagten, es ist eigentlich für das Huhn egal, ob es im Stall ist und Eier legt oder geschlachtet wird. Es ist beides unwürdig. Und daraufhin sind wir jetzt dabei, dass wir versuchen, alle Produkte auf vegan umzustellen, also dass wir auch die Eier rauskriegen. Es ist nur ein längerer Weg, weil der Biss und der Geschmack verändert sich schon sehr. Ich finde es super spannend, bei dem Thema auch mal die Sicht eines Fleischwarenherstellers zu hören. Bei der Rügenwalder Mühle habe ich das Gefühl, dass man sich hier ernsthaft mit der Problematik auseinandersetzt. Sonst würde man sich vielleicht auch nicht der Kritik stellen. Das war natürlich eine ganz schön hitzige Diskussionsrunde. Wir haben über alle möglichen Themen gesprochen. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, die alle hier in dem Video auch noch zu behandeln. Deswegen habe ich euch ein Video mit der ganzen Diskussionsrunde nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist Sonntag und ich habe Bock auf Pancakes und ich habe gerade mal geguckt und es gibt auch ein Rezept für vegane Pancakes. Man kann die Eier ganz einfach weglassen und das werde ich jetzt mal ausprobieren. So sieht der Teig aus. Ich habe einfach Pflanzenmilch genommen anstatt normale. So, dann noch ein paar Beeren da rein und dann wird das auch richtig schön fruchtig. Zum Anbraten benutze ich diese Margarine und ich habe die schon probiert. Die schmeckt einfach ganz genau wie normale Butter. So, der Pancake ist fertig. Dann werde ich die erstmal probieren. Natürlich schön mit Ahornsirup. Schmeckt auf jeden Fall voll gut.
Ganz ehrlich, ich merke kaum einen Unterschied. Viele haben mich gefragt, was man denn als Veganer überhaupt essen kann und ob ich denn nicht irgendwas vermisse. Also es ist natürlich schon so, dass man auf einige Gerichte verzichten muss, aber ich habe in den letzten Tagen auch ganz viele neue Gerichte, teilweise aus anderen Ländern, die sowieso viel mehr pflanzlich essen, kennengelernt. Die schmecken zwar teilweise ein bisschen anders und das ist erstmal ungewohnt, aber trotzdem mindestens genauso gut. Und das ist dann doch irgendwie so eine Bereicherung, weil man mal nicht immer das Gleiche isst. Und ich habe sogar herausgefunden, dass es voll viele von Natur aus vegane Süßigkeiten gibt. Ich war gerade essen und ich muss sagen, es fällt mir immer noch schwer, so nachzufragen, ob das Gericht vegan ist oder so nach dieser Extrawurst zu fragen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, kommt mir das immer noch so ein bisschen komisch vor, weil dann müssen die Kellnerinnen nochmal zurück in die Küche laufen und nachfragen und so weiter. Und man macht da immer irgendwie so ein bisschen Umstände, weil ja, das Restaurant hatte jetzt zumindest auch nichts vegan extra ausgeschildert. Das heißt, man muss da einfach nachfragen. Ja, muss ich mich noch dran gewöhnen an sowas. Kommen wir zum zweiten Grund für eine vegane Ernährung, die Gesundheit. Zahlreiche Studien belegen, dass Vegetarier und insbesondere Veganer seltener an Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhten Blutfettwerten leiden. Außerdem sollen Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt, Krebs und Diabetes weniger auftreten. Eine überwiegend Ernährung mit tierischen Fetten, tierischen Proteinen, wo jeden Tag Aufschnitt, Schnitzel und so weiter gereicht wird, ist sicherlich die ungesündeste Kost. Ich glaube, da ist man sich einig mittlerweile. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sieht die vegane Ernährung allerdings eher kritisch, insbesondere weil eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen durch rein pflanzliche Produkte wohl schwer möglich wäre. Das will ich mir mal genauer erklären lassen und treffe jemanden, der es wissen muss. Nico Rittenau ist Ernährungsberater mit dem Fokus auf pflanzliche Ernährung und hat bereits ein Buch über die häufigsten Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung geschrieben. Ernähren sich Veganer gesünder als Mischköstler? Ja, also in der Ernährungswissenschaft kann man ja nie etwas verallgemeinern, denn was sagt der vegane Ernährung? Es sagt nichts anderes wie, was esse ich nicht. Die esse nichts vom lebenden Tier und nichts vom toten Tier, aber das sagt noch nicht wirklich, wie ich mich eigentlich ernähre, damit es gesundheitsförderlich ist. Denn eine gesunde vegane Ernährung, eine vollwertig Pflanzenernährung, die baut ja auf Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüssen, Samen, hat einen Fokus auf tendenziell kritische Nährstoffe und ist insgesamt einfach vollwertig und bedarfsdeckend. Man kann eine vegane Ernährung aber genauso mit Fast- und Junkfood und genau den gleichen ungesunden Produkten wie in einer westlichen Mischkost haben, einfach halt in pflanzlich nachgestellt. Mittlerweile gibt es ja alles. Das heißt, die Empfehlung, auch meine Empfehlung, geht noch weiter darüber hinaus. Nicht nur zu sagen, wir essen nichts Tierisches, sondern wir ersetzen die Nährstoffe, die wir jetzt über Pflanzen bekommen, durch vollwertige Pflanzen und das ist im Schnitt gesünder als eine westliche Mischkost, aber es gibt vegane Ernährungsstile, die sind ähnlich gesundheitlich abträglich wie viele andere Ernährungen. Also da muss man auf jeden Fall differenzieren. Gibt es denn kritische Nährstoffe bei einer veganen Ernährung? Klar, also es gibt in jeder Ernährungsweise kritische Nährstoffe und die gilt es einfach zu kennen und zu decken und dann kann man sich in vielen Fällen mit verschiedensten Ernährungsweisen bedarfsdeckend ernähren. Welche in der veganen Ernährung kritisch sind, wird einmal im Positionspapier der DGE ganz klar gesagt. Es gibt gewisse Makronährstoffe wie Protein bzw. manche Aminosäuren, Omega-3-Fettsäuren. Es gibt gewisse Vitamine, B12, B2 und Vitamin D. Es gibt 5 Mineralstoffe, Eisen, Calcium, Zink, Jod und Selen und es gibt, habe ich noch was vergessen? Ne, das waren die kritischen Nährstoffe, die gezeigt werden. Und was man aber da wissen muss, die sind nicht alle gleich kritisch. Also es ist nicht so, dass die alle mangelhaft wären, sondern wenn man sich unausgewogen vegan ernährt, dann könnte es an einen dieser 10 Stellen sozusagen zu einem Mangel kommen. Und die Idee ist eben, sich von entweder sich beraten zu lassen oder sich einfach selbst zu informieren, damit man an diesen Stellen einfach keinen Mangel hat. Wenn nicht substituiert wird, kommt es zu Mangelerscheinungen. Die meisten Fachgesellschaften, also kardiologische, internistische Ernährungsfachgesellschaften, empfehlen auch keine vegane Ernährung als der Weg, den man einschlagen soll. Das ist etwas, was eine Option der Ernährung, aber ob es nun wirklich die beste ist, wie viele Protagonisten sagen, bin ich sehr, sehr zurückhaltend, das meinen Patienten zu empfehlen. Und der Mangel ist Vitamin B12 und sagen wir mal, man fragt sich, wenn die Natur das so einrichtet, dass sie sich so gar nicht ernähren können langfristig, ist das dann der von der Natur gewollte Weg? Und Vitamin B12-Mangel langfristig kann erhebliche Komplikationen machen, Nervenschäden machen, im Bereich der Herzerkrankung gibt es Probleme etc. etc. Also insofern müssen sie sich das zuführen und ich glaube, die Tatsache, dass die Natur das nur über tierische Produkte uns zur Verfügung stellt, ist ein Hinweis, dass vielleicht die vegane Ernährung nicht so ganz die optimale Ernährung ist.
Ein Gegenargument, das ich jetzt ziemlich häufig gelesen habe, war, dass das ja unnatürlich ist, wenn man eine Ernährungsform wählt, bei der man ja einzelne Nährstoffe künstlich supplementieren muss. Wie siehst du das? Ja, also das scheint auf den ersten Moment ein totales Totschlagargument zu sein, sehr fundiert, aber wenn man das ein bisschen näher betrachtet, dann sieht man, dass das ein ziemlich Scheinargument ist. Also zum einen, wir leben einfach in einer Welt, die per se nicht mehr natürlich ist, und ob etwas natürlich ist oder nicht, ist noch kein Argument, ob es gut oder schlecht ist. Also wir sprechen hier gerade online, wir haben eine Kamera, wir haben Laptops, wir haben Internet, wir haben Rasierer, Schulbildung und alles Mögliche und wollen uns aber plötzlich wieder ernähren wie vor 15.000 Jahren. Also da schwingt einfach dieser naturalistische Fehlschluss mit, dass wir in jeder Phase immer so nah wie möglich an der Natur sein müssten, als wenn die Natur großartig und unfehlbar wäre. Aber viele natürliche Sachen sind sehr schlecht, Gift, Pilze und Seuchen und so weiter. Zum anderen muss man auch verstehen, dass Vitamin B12 kein Bestandteil von tierischen oder von pflanzlichen Lebensmitteln ist. Vitamin B12 wird wie andere Stoffe auch von Mikroorganismen gebildet, von Bakterien zum Beispiel. Und Wiederkäuer haben das zum Beispiel auch in dem Verdauungstrakt, die können sich selbst versorgen. Die meisten anderen Tiere, wie der Mensch auch, nehmen das einfach über die Nahrungskette auf und es akkumuliert sich dann in ihrem Speicher, in der Leber oder im Muskel. Und wenn ihr jetzt den Muskel einer Kuh essen würde oder die Leber von einem Schwein, dann klaue ich dem einfach nur den B12-Speicher. Würde jetzt deine Leber essen, hätte ihr auch deinen B12-Speicher. Und natürlich ist das B12 haltig, wenn du denn genügend B12 selbst zugeführt hast. Wir sehen in der klassischen industriellen Tierhaltung, wo ja 98, 99, noch was Prozent des gesamten Fleisches herkommen, da wird genauso Vitamin B12 in vielen Fällen zugegeben. Man sieht es anhand der Bioverordnung, der EU-Verordnung, dass 500 Mikrogramm Selen pro Kilogramm Futtermittel beigegeben werden, damit tierische Produkte überhaupt Selen haben. Wir jodieren unser Speisesalz, damit wir da diese Stoffe haben. Also wir supplementieren durchaus auch an allen Ecken und Enden. Es ist nur in der veganen Ernährung offensichtlich, weil wir Pille direkt nehmen, und in der mischköstlichen Ernährung ist es halt oft über den Umweg des Tieres und damit halt nicht so offensichtlich. Was sollte man denn beachten, wenn man sich vegan ernähren möchte? Definitiv sollte man in einem jährlichen oder halbjährlichen Rhythmus Blutwerte kontrollieren, insbesondere hier die Vitamine, um zu sehen, dass man nicht mangelversorgt ist. Das ist wichtig, da muss man supplementieren, das kann man machen als Tablette oder Spritze. Man wird einfach, wenn man weiß ungefähr, was so zu einer gesunden Ernährung gehört, und man wird diese Produkte dann einbauen, dann wird eine Bedarfsdeckung einfach stattfinden. Und die ein, zwei Stoffe, wie zum Beispiel das B12, da wird man einfach den leichteren Weg gehen und sagen, hey, ich nehme einfach entweder täglich geringere Dosis oder einmal die Woche etwas höhere Dosis B12, und dann kann ich all die gesundheitlichen, ökologischen und ethischen Vorteile einer pflanzlichen veganen Ernährung genießen, ohne mir über mein B12 Sorgen zu machen. Und was würden Sie für eine optimale Ernährung empfehlen? Eine fleischarme, gemischte Ernährung ist, glaube ich, das, was man guten Gewissens empfehlen kann. Das heißt, eine mediterrane Kost, wo man gelegentlich mal hochwertige Fleischprodukte, sei es jetzt Huhn, Fisch oder meinetwegen Rindfleisch oder auch Schweinefleisch, isst, halte ich für einen vernünftigen Ansatz. Dafür gibt es randomisierte Studien, die zeigen, dass diese sogenannte mediterrane Kost der europäischen und amerikanischen Standardkost in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Dass die vegane Kost dieser mediterranen Mischkost überlegen ist, dafür gibt es keine Belege. Und sich hinzustellen, zu sagen, aus gesundheitlichen Aspekten darfst du nie wieder Fleischprodukte oder Tierprodukte essen, das ist sicher zu kurz gegriffen. Da gibt es keine guten Daten dazu. Diese Aussage von Dr. Schneider habe ich nochmal recherchiert und bin auf eine Studie gestoßen, die die vegane und die mediterrane Ernährung miteinander vergleicht. Gesundheitlich unterscheiden sich die beiden Ernährungsformen wirklich kaum. Der veganen Ernährung wird nur ein leicht erhöhter Ernährungswert beigemessen. Allerdings fördert die mediterrane Ernährung die globale Erwärmung doppelt so stark wie die pflanzliche und beeinträchtigt die Artenvielfalt ca. 3-mal so stark. Ihr seht, der Aspekt der Gesundheit ist nicht so einfach. Selbst wenn man tierische Produkte isst, muss sich das nicht negativ auf die Gesundheit auswirken, solange man das in Maßen macht. Und man kann sich vegan sowohl gesund als auch ungesund ernähren. Man muss nur ein bisschen auf die Nährstoffe achten. Das weiß aber auch jeder, der vegan lebt, und weil sich Veganer grundsätzlich mehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, kann ich mir gut vorstellen, dass Veganer tendenziell etwas gesünder leben. Weil achtet ihr ganz genau darauf, welche Nährstoffe ihr esst? Beim Veganismus geht es ja nicht nur ums Essen, sondern auch um sowas wie Pflegeprodukte und Kosmetik zum Beispiel. Deswegen gucke ich jetzt mal im Bad, ob die Sachen, die ich so benutze, eigentlich vegan sind. Ich habe gerade erstmal angefangen, jedes Produkt einzeln zu googeln, und dann habe ich gemerkt, dass es Apps gibt, mit denen man einfach die Produkte scannen kann, und dann sagt die App dir, ob das Produkt vegan ist oder nicht. Gut, dann schauen wir mal, ob mein Deo vegan ist. Na toll, damit kann ich jetzt nicht wirklich viel anfangen. Mal gucken, wie das bei meinem Haarwachs ist. Okay, mein Wachs ist offensichtlich nicht vegan, weil da Bienenwachs drin ist.
Okay, ich habe alles abgescannt. Ich muss sagen, das macht ein bisschen Spaß. Und die meisten Sachen sind tatsächlich vegan. Nur eine Sache auf jeden Fall nicht und das ist das hier. Mein Haarwachs. Und da werde ich jetzt mal nach einer Alternative suchen. Und auch das Thema Kleidung spielt eine Rolle bei der veganen Lebensweise. In Klamotten können zum Beispiel Wolle, Leder oder Pelz verarbeitet werden. Es gibt aber eine Menge vegane Mode und sogar vegane Label. Ich brauchte zum Beispiel letztens neue Schuhe und habe dann überlegt, ob ich da nicht einfach mal vegane Schuhe kaufe. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut und die hier gefunden. Fand ich ganz schick und ja, die sind vegan produziert. Normalerweise trage ich eigentlich ganz gerne Vans, aber dieser weiße Streifen bei den Vans ist aus Leder. Deswegen sind die dann nicht vegan. Die Schuhe sind vor ein paar Tagen angekommen. Hier sind sie. Habe ich schon ein paar Mal getragen, deswegen sind die ein bisschen schmutzig. Hier ist auch so ein Label drauf, aber das ist halt dann nicht aus Leder. Grundsätzlich muss man aber auch bei Kleidung sagen, dass es da auf mehr ankommt, als ob da jetzt tierische Produkte drin sind oder nicht. Also ich finde, dass man dann auch darauf achten sollte, woraus das genau besteht, also ob da irgendwelche Plastikstoffe drin sind und unter welchen Bedingungen das eigentlich hergestellt wurde, also ob da irgendwelche Kinder in anderen Ländern für ausgebeutet wurden. Also auch bei diesem Thema gibt es mehr zu beachten, als ob das vegan ist oder nicht. Kommen wir zum letzten Grund, die ökologischen Aspekte. Ich habe mich da mal für euch in ganz viele Studien reingelesen und Folgendes rausgefunden. Die Herstellung von Lebensmitteln verbraucht grundsätzlich Ressourcen und erzeugt Emissionen. Soweit so gut. Die Nutztierhaltung und alles, was dazu gehört, ist dabei aber mit Abstand am schädlichsten für die Umwelt. Schauen wir uns mal die Treibhausgase an, die die wichtigste Ursache für den Klimawandel sind. 14–18% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase werden der Landwirtschaft zugeordnet. Das ist mehr als der gesamte Verkehr zusammen. Die Emissionen entstehen dabei einmal durch den Verdauungsprozess oder die Ausscheidungen der Tiere. Besonders Wiederkäuer wie Rinder verursachen super viel Methan. Deshalb sind Butter und Rindfleisch besonders schlecht für das Klima. Zum anderen entstehen Emissionen auch indirekt durch die Abholzung der Wälder für Weideflächen und den Anbau von Futtermitteln. Und da sind wir direkt bei einem anderen Punkt. Es wird unfassbar viel Platz für die Tiere und vor allem das Futter der Tiere benötigt. Darum wird unter anderem der Regenwald abgeholzt und das ist besonders deswegen tragisch, weil da mehr als 1/3 aller Tier- und Pflanzenarten der Welt leben. Im Amazonasgebiet wurden bereits über 70% des Regenwalds zerstört, um da vor allem Soja anzubauen. Jetzt denkt man vielleicht, Veganer sind ja mitschuld an der Abholzung. Immerhin braucht man für Tofu und Sojamilch ja auch Soja. Allerdings ist das nur ein kleiner Teil von ca. 2%, der für die Herstellung von Sojaprodukten verwendet wird. Und das Soja dafür wächst meist auf europäischen Äckern. Über 90% des weltweit angebauten Sojas und über 50% des Getreides wird als Futter für Tiere genutzt. 83% der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird entweder für die Tierhaltung oder den Anbau von Futter verwendet. Damit man sich das mal besser vorstellen kann, das ist eine Fläche so groß wie die USA, China, die komplette EU und Australien zusammen. Wenn man mal die Flächen vergleicht, die ein Mensch je nach Ernährungsform für seine Lebensmittel benötigt, dann sind das bei Veganern eine Fläche von 680 Quadratmetern. Bei Vegetariern ist das Dreifache mit 2040 Quadratmetern. Allesesser benötigen 12.240 Quadratmeter Fläche. Das ist einfach das 18-fache. Wenn man da mal ganz rational drüber nachdenkt, dann ist die Haltung von Tieren vor allem eins: ineffizient. Fleisch- und Milchprodukte liefern nämlich gerade einmal 18% aller Kalorien und 37% der Proteine. Und wenn man dann bedenkt, dass bereits 11% der Weltbevölkerung Hunger leiden, das sind 821 Millionen Menschen und es werden ja auch immer noch mehr Menschen auf der Welt, dann denkt man sich, dass man die Fläche vielleicht ein bisschen sinnvoller nutzen könnte. Aber da gibt es noch ein anderes Problem und das heißt Wasser. Die Erde besteht zwar zum Großteil aus Wasser, allerdings gelten davon nur 2,5% als Frischwasser und davon sind wiederum 2/3 unerreichbar. Wasser ist deswegen eine kostbare Ressource, dessen Verknappung schwerwiegende Folgen haben kann. Bisher ist das schon so, dass 2 von 5 Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und vor allem die landwirtschaftliche Nutzung schmälert das Vorkommen von sauberem Wasser. Für 1 Kilogramm Rindfleisch braucht man zum Beispiel im Durchschnitt über 15.400 Liter Wasser. Damit könnte man sich ein Jahr lang täglich duschen. Die Wassermenge liegt dabei nicht am Durst der Tiere, sondern vor allem am Wasserverbrauch für den Anbau des Futters. Rindfleisch ist aber auch deutlich an der Spitze des Wasserverbrauchs. Schweinefleisch kommt auf knapp 1/3 davon, nämlich auf gut 4.800 Liter. Bei Hühnerfleisch sind es 3.900 Liter. Vegetarisch lebt es sich da nicht unbedingt besser. Käse benötigt nämlich auch 5.000 Liter, aber auch der Anbau von Reis verbraucht viel Wasser, ganze 3.400 Liter. Avocados werden als Superfood immer mehr nachgefragt, aber auch die benötigen
benötigen 1000 Liter Wasser für 1 Kilogramm. Kartoffeln hingegen schneiden mit 2055 Liter ziemlich gut ab. Es gibt aber auch etwas, das alles andere in den Schatten stellt. Kakaobohnen. Die verbrauchen ganze 27.000 Liter Wasser. Wenn man sich so die ökologischen Folgen der Nutztierhaltung anschaut, merkt man schnell, das ist nicht so richtig klug. Die University of Oxford kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass es für die Umwelt nichts Besseres gibt, als auf tierische Produkte zu verzichten. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass eine vegane Ernährung, bei der man aber ganz viele Avocados, Reis und Schokolade isst, auch nicht gerade umweltfreundlich ist. Man sollte also ganz genau beachten, was man isst und woher das Essen kommt. Unter ökologischen Aspekten sind dabei auf jeden Fall regionale und saisonale Produkte am besten. Also man isst einfach das, was gerade in der eigenen Umgebung wächst. Was das genau ist, findet man ganz einfach in speziellen Saisonkalendern heraus. Heute bin ich mit meinem YouTube-Kollegen Wieso zum Mittagessen verabredet. Wenn wir jetzt mal schön Mittagessen gehen. Ich freue mich drauf. Also ich habe mir das ausgesucht, das ist ein komplett veganes Restaurant. Ja? Im Internet macht Wieso Musik und Unterhaltungsvideos. Und das ist alles vegan. Auch Alles das vegan. Tiramisu. Alles vegan. Was aber kaum jemand weiß, ist, dass er vegan lebt. Und das schon seit über 12 Jahren. Aber wie hat sich das denn jetzt im Laufe der letzten 10, 12 Jahre verändert? Dass es halt leichter wird, noch leichter. Damals gab es nicht so viele Sachen in den Supermärkten. Wirklich nicht. In jedem Billo-Supermarkt gibt es ja jetzt Schnitzel oder Hackfleisch oder so. Irgendwelche Sachen, die wirklich cool sind. Ohne Fleisch natürlich. Ja. Das war vor 10 Jahren nicht so. Also ich war irgendwann happy, dass bei Aldi überhaupt Tofu gab. So, das war vor 10 Jahren schon nicht der Fall, glaube ich. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann guten Appetit. Ja, ebenso. Kann ich sie mit der Hand essen? Ja Ist klar, das okay? du kannst alles mit der Hand essen. Nein. So eine Sache, die man immer mega häufig hört, so ein Vorurteil ist ja, wie erfährst du, ob jemand Veganer ist? Er wird es dir erzählen. Ja. Ne, das ist ja so ein Standardspruch. Mir ist aufgefallen, bei dir wusste ich gar nicht, also habe ich erst vor kurzem rausgefunden, dass du überhaupt vegan lebst. Du hängst das gar nicht so an die große Glocke. Ich häng's nicht an die große Glocke, weil ich halt auch denke, dass die beste Art ist, das einfach subtil zu machen und die Leute müssen halt selber drauf kommen. Niemand verändert sein Verhalten, wenn du dem sagst, boah, du bist ein Mörder, Digi. So, das ist halt nicht, wo du, dann gehst du ja direkt in die Abwehrhaltung. So, das ist ja total beschissen. So. Man fühlt sich auch direkt angegriffen, ne? Voll. Weil Essen ja auch irgendwie sowas voll Persönliches ist und man das da auch, glaube ich, nicht so geil findet, wenn man rausfindet, dass man vielleicht was falsch gemacht hat, irgendwie sein ganzes Leben lang. Also ich bin der Meinung, dass jeder Fleischesser sich falsch verhält, jeder, der es leicht anders machen könnte, und das sind fast alle so, sich falsch verhält und schuld ist an riesigem Leid und riesigem, die Meinung ist da. Ja. Ich sag das nur nicht, weil ich glaube, dass es niemandem hilft. Manchmal mache ich so 3 Stunden, laber ich einfach in den Streams und krieg Fragen in dem Chat und dann antworte ich drauf. Da lasse ich dann auch durchscheinen, dass ich jedem vorwerfe, Fleisch zu essen, wenn er Fleisch isst. Oder auch Milch zu trinken. Aber das Ding ist, man muss sich ja erstmal bewusst werden, dass das falsch ist oder dass es anders besser geht oder dass es halt ganz viel gibt, was dagegen spricht. Also wenn man einfach nur so in seiner Filterblase ist und davon gar nichts mitkriegt, weil man halt auch einfach so erzogen wird, ich finde, das kann man einem dann nicht vorwerfen. Nee, man kann das nur den Leuten vorwerfen, die sich damit beschäftigt haben und die dann sagen, ist mir halt scheißegal, ich finde es so geil, ich esse weiter. Sehe ich auch so, klar. Wenn du es nicht weißt, was willst du anders machen? Ja. Veganismus ist ja jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie so zu einer Art Trend geworden. Findest du es gut, dass das so ein Trend ist? Ja, ich finde die Sache gut. Dann finde ich es auch gut, dass Leute darauf aufmerksam machen und dass mehr Leute das cool finden. Aus welchen Gründen ist mir völlig egal. Ob die das aus einem Trend gerade machen, ein paar, ist mir völlig egal, weil der Effekt ist ja der gleiche. Also es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, dass du entweder nichts mehr vom Tier nimmst oder alles so, sondern es gibt ja auch, dass du halt was reduzierst. So. Ja. Und wenn 10 Leute 1/10 weniger Fleisch essen, ist das genauso viel wert, wie wenn einer kein Fleisch mehr isst. Ja. Also so viel Mathematik ist in meinem Kopf noch vorhanden. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist, der wieder abfällt. Vielleicht kommen wir rein weltwirtschaftlich halt an den Punkt, dass wir irgendwann keine Wahl mehr haben. So. Wenn irgendwann so die zweite Weltländer auf den Zug aufsteigen und sagen, ja, wir wollen jetzt auch jeden Tag Steak haben und jeden Tag dies und das haben, dann haben wir nicht mehr genug Ressourcen, um das umzusetzen. Ja. Ne? Das war ein schönes Date. Finde ich auch. Ich fühle mich dir jetzt sehr nah. Schönes Mittagessen. Die 30 Tage sind rum. Das heißt, ich lasse mir nochmal Blut abnehmen und wir vergleichen die Ergebnisse. Hat sich etwas verändert? Was für Werte haben wir uns denn jetzt eigentlich angeschaut bei dieser Untersuchung? Cholesterinwerte, schlechtes Cholesterin, Triglyceridwerte
Und dann haben wir hier andere Werte gemacht, also zum Beispiel das Holotranscobalmin oder die Methylmalonsäure. Das sind Parameter für den Vitamin B12, Stoffwechsel. Und die waren bei Ihnen alle in Ordnung. Und dann haben wir das kontrolliert. Da haben sich bezüglich der Fettwerte gar nichts geändert. Ne? Und was auffällig war, ist, dass tatsächlich im Vitamin B12-Stoffwechsel hier es zu Verminderungen von diesen Vitamin B12-Parametern gekommen ist. Und das ist schon interessant, innerhalb von 30 Tagen solche Veränderungen zu sehen. Wie stark ist jetzt der Unterschied? Ja, also der Unterschied war hier von 44 Pikomol pro Liter auf 30 Pikomol pro Liter reduziert, also schon deutlich. Das klingt für mich auch schon relativ viel ja, für 30 Tage. Genau, für 30-Tage-Challenge ist das erstaunlich. Das unterstützt ja, was die Ärzte und alle, die sich mit dem Thema ein bisschen auskennen, sagen. Vegan ist eine Möglichkeit, aber sie müssen auf Vitamin B12 achten und deswegen müssen die Veganer Vitamin B12 zuführen. Ne? Ja, das heißt, also wir haben jetzt eigentlich nur im Bereich Vitamin B12 Unterschiede. Wirklich relevante Unterschiede gesehen. Okay. Ja, genau. Ich drehe das Fazit jetzt ein paar Wochen nach meinem Selbstexperiment. Das heißt, ich kann euch sagen, was sich bei mir wirklich verändert hat. Vorweg, ich lebe jetzt nicht komplett vegan, aber ich habe verstanden, warum das viele Menschen tun. Über den gesundheitlichen und ökologischen Aspekt lässt sich diskutieren, weil da, wie wir gesehen haben, einfach mehr dazu gehört, als nur auf tierische Produkte zu verzichten. Wenn man nur ganz selten mal ein Hühnchen von einem regionalen Biohof isst, aber dafür sonst super umweltbewusst lebt, dann ist das für die Erde wahrscheinlich besser, als wenn man zwar vegan lebt, aber dafür Produkte von überall auf der Welt konsumiert und mit Billig-Airlines durch die Gegend fliegt. Genauso kann man sich vegan sowohl gesund als auch super ungesund ernähren. Nur über den ethischen Aspekt lässt sich nicht streiten. Entweder einen stört es, dass Tiere leiden und sterben, oder einem ist das egal. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Okay, was hat sich denn jetzt nach den 30 Tagen bei mir verändert? Fleisch schmeckt mir zwar immer noch, aber nachdem ich mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, möchte ich kein Fleisch mehr essen und lebe vegetarisch. Während meines Selbstexperiments habe ich so viele neue Lebensmittel und Gerichte kennengelernt, dass ich das ehrlich gesagt in den meisten Fällen gar nicht vermisse. Nur ab und zu, wenn zum Beispiel mal irgendwo gegrillt wird und es gut riecht, dann fällt mir das ein bisschen schwer. Aber dann denke ich darüber nach, ob mir das jetzt wert wäre, und dann verzichte ich darauf. Auch die Milchprodukte habe ich reduziert. Ich kaufe zum Beispiel nur noch pflanzliche Milch und muss sagen, dass ich die im Kaffee mindestens genauso gut finde, und auch wenn ich mal Joghurt oder Frischkäse essen möchte, sind die meistens auch vegan. Grundsätzlich probiere ich zu Hause vorwiegend pflanzlich zu kochen, nur wenn ich unterwegs bin, dann sieht das etwas anders aus. Wahrscheinlich vor allem aus Bequemlichkeit achte ich da nicht so sehr auf das Essen. Klar, es gibt überall immer mehr vegane Gerichte, aber gerade wenn man in Restaurants ist, die nicht explizit vegan sind, dann ist die Auswahl teilweise schon sehr begrenzt auf Pommes und Salat. Und das empfinde ich dann schon so ein bisschen als Einschränkung. Ich habe mir aber einfach mal vorgenommen, dass ich immer, wenn es eine gute vegane Alternative gibt, einfach die wähle. Und das ist vielleicht auch so mein Ratschlag, den ich euch geben kann. Niemand muss sofort vegan werden. Ich meine, ich habe bis vor kurzem auch einfach alles gegessen. Man sollte sich aber bewusst machen, was man isst, und sich aktiv mit seiner Lebensweise auseinandersetzen. Also welche Auswirkungen hat das auf den Planeten, die Tiere und meine Gesundheit? Wenn einem das egal ist, dann kann man ja einfach weitermachen wie bisher. Wenn nicht, dann kann man überlegen, etwas zu ändern, und sei es ab und zu mal eine vegetarische oder vegane Mahlzeit zu wählen oder tierische Produkte ein bisschen zu reduzieren. Beim Dreh dieses Videos habe ich gemerkt, wie unglaublich komplex das Thema Veganismus ist. Ich habe über ein halbes Jahr an dieser Reportage gearbeitet und ich glaube, dass ich immer noch nicht alles darüber weiß. Das Video wurde von Rügenwalder unterstützt. Wie ihr gesehen habt, haben die mich zu einer Diskussionsrunde mit Fleischessern und Veganern über genau dieses Thema eingeladen. Wenn ihr die, wie ich finde, sehr spannende Diskussionsrunde nachträglich anschauen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Und auch wenn ich bei diesem Video unterstützt wurde, habe ich versucht, diese Reportage unabhängig nach bestem Wissen und Gewissen zu produzieren. Ich habe alle Quellen mehrfach gecheckt und versucht, alle Seiten zu berücksichtigen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass ich etwas falsch wiedergegeben habe. Sollten euch irgendwelche Fehler aufgefallen sein, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Da können wir sowieso gerne über das Thema diskutieren. Das hier ist wirklich mein größtes Videoprojekt, was ich bisher gemacht habe. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr das Video bewertet und vielleicht sogar teilt. Zu meinem Besuch beim Biobauern werde ich auch nochmal ein separates Video machen, wenn ihr wollt. Das war nämlich echt super spannend. Hier geht es zu weiteren Selbstexperimenten. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Felix.